Ist nicht wahr, Freunde. Es hat geklappt. Da bin ich wieder, Freunde. Und heute habe ich was richtig Cooles mitgebracht für euch. Ich bin sehr gespannt. Ich habe überlegt, ob ich euch das überhaupt zeige. Aber ich habe dann gesagt, komm, es ist zu schade. Ich habe schon immer von etwas geträumt. Vielleicht wissen einige schon, was jetzt hier drin sein könnte. Aber ich habe es mir irgendwie nie gekauft. Und letztens hat mir tatsächlich eine Firma geschrieben und gesagt, ey, komm hier, willst du das Ding haben? Willst du das mal in einem Video zeigen? Und ich gesagt, ja, zeige ich euch das mal. Ist heute ein anderes Video, nicht zum Thema 3D-Druck, aber wir haben trotzdem Motoren und Technik und es kann sich bewegen. Und das Coole ist, es hat sogar einen Laser. Und ich würde sagen, wir packen das jetzt aus. Das hier ist ein kleiner Laser-Cutter-Gravier-Irgendwas-Ding. Ich habe mich mit dem Ding jetzt auch noch nicht so viel beschäftigt. Aber ich wollte euch daran teilhaben lassen, wenn sowas hier bei mir ankommt. Denn es ist ja schon eine eigentlich ganz coole Sache. So, Freunde, ich hole mich mal ran hier. So, wie kommt das denn jetzt hier bei mir an? Wir haben hier schon mal eine Anleitung. Das sieht gar nicht so Ling-Long-mäßig aus. Tatsächlich mal auf Englisch. Naja, egal. So, was haben wir denn hier noch? Ich bin so gespannt jetzt. Okay. Was haben wir denn jetzt hier noch? Schaumstoff und aha. Gott grüße den Plastikkönig. Was haben wir hier? Alles schön in Plastik. Naja, ihr kriegt jetzt nochmal eure Brille auf, damit ihr noch mehr seht. Zack. So, also, wir haben hier viel Kram drin. Ich sehe hier schon ein paar Achsen. Ich hole hier mal was raus. Boah, das ist eine Laserschutzbrille, der ich definitiv nicht vertraue. Geil, jetzt sehe ich aus wie Heino. Okay, das war überhaupt keine Musik von Heino. Aber die Brille sieht ziemlich billo aus. Keine Ahnung. Sie macht auf jeden Fall eine sehr grüne Sicht. Ich kann euch die ja mal vorhalten. Naja, ich weiß ja nicht, ob die einen wirklich schützt. Ich gucke da am besten nicht rein in den Laser. Apropos Laser, wo haben wir den? Aha, was haben wir hier noch? Ein Kabel. Das ist schon mal ganz gut. Das werden wir wahrscheinlich auch brauchen. Ganz normales, billiges USB-Kabel. Was ist das? Das ist ein Kabelschlauch mit... Oh, wir haben sogar Kabel da drin. Sehr interessant und das ist wahrscheinlich das äußerst hochwertig verarbeitete Mainboard. Boah, die Haptik ist echt günstig. Aber wir haben hier ein schönes Logo drauf. Wir haben sogar einen Lüfter. Was wollen wir mehr? Das Ding muss ziemlich leistungsstark sein, wenn es einen Lüfter hat. Leistungsstark. Naja, also was ich weiß, ist, dass das ist hier abend nochmal für euch, wenn euch das auch interessiert. Ich packe euch auch, glaube ich, mal unten einen Link in die Beschreibung, weil ich den irgendwie auf Amazon finde. Das ist der TTS 55 Pro. Das Pro steht für, weiß ich nicht, aber das 55 steht auf jeden Fall für nur 5,5 Watt. Das heißt, ich werde jetzt hier gleich keine Stahlplatten zuschneiden, aber vielleicht ein bisschen Pappe. Oder vielleicht gravieren wir auch was. Ich bin mal gespannt. Ich habe keine Ahnung, was ich damit jetzt wirklich alles machen kann. Ich muss mal gucken, wie viel Power der wirklich hat. Vielleicht ist 5,5 Watt ja auch gut. Man weiß es nie. So, oh, das Netzteil sieht auf jeden Fall mal ganz gut aus. 12 Volt 4 Ampere. Das ist auf jeden Fall schon mal gar nicht so schwach. Dann haben wir hier noch Schrauben. Irgendwelche Kunststoffteile hier. Hier ist der Hauptschlitten. Dann haben wir hier Kabelbinder. Irgendwie so ein Stöpsel. Micro-SD USB-Karte. Noch ein paar Kunststoffteile, das sind wahrscheinlich die Ecken, um das zu verschrauben. Und dann haben wir hier oben jetzt die Achsen drin. Das ist alles so halb vormontiert. Okay. Oh, mal gucken, wie wir das jetzt gleich zusammengebaut kriegen. Wir haben auf jeden Fall hier eine Achse mit Motor. Und hier hängen die Riemen aus den Achsen raus. Da bin ich ja gleich mal gespannt. Ach, guck mal, wir haben hier sogar wird eingelasert. Okay, das ist eigentlich ganz cool. So, dann haben wir hier noch eine Achse mit noch einem Motor dran. Die sieht genau gleich aus. Mal schauen, wo da nachher der Unterschied ist. Also X- und Y-Achse haben wir schon, eine Z-Achse gibt es nicht. Weil warum? Weil es nur ein Laser ist und kein 3D-Drucker. So, hier haben wir den Laserkopf. Jetzt bin ich gespannt hier. Die Laserkanone von Buzz Lightyear ist da. Naja, okay. Okay, sieht eigentlich ganz schmackhaft aus. So, was steht hier noch drauf? Ja,
S5500 Milliwatt, also 5,5 Watt. Fokus, ich weiß nicht, 23 Millimeter. Da sind so ein paar Werte drauf, von denen ich keine Ahnung habe, ob das gut oder schlecht ist. Ich bin gespannt. Sieht auf jeden Fall cool aus. Schön eluxierte Teile. Wirkt auch gar nicht so billig. So, jetzt müssen wir aber hier noch 2 Achsen haben. Ah, wir haben sogar 3 Achsen. So, jetzt holen wir das mal hier raus. So, genau, das soll es gewesen sein. Hier haben wir jetzt nochmal ein paar Profile. Ja genau, wir brauchen 5, weil irgendwo muss dieser Schlitten hier auch drauf fahren. 1, 2, 3, 4, 5. Passt. So, hier ist wieder im Profil ein Kabel verbaut. Das wird wahrscheinlich die Achse sein, wo der Kopf drauf verfährt, oder? Ich weiß es nicht. Wir schauen gleich mal die Anleitung. Hier ist ein ganz normales Profil, ebenfalls belasert. Und noch ein Profil, ebenfalls belasert, aber mit Hinweisen. Laser Klasse 4, Dangerous. Augen, hier steht sogar auf Deutsch drauf. Augen- und Hautkontakt mit den direkten oder gestreuten Strahlung vermeiden Gefahr. Vermeiden Gefahr? Ja, ich vermeide die Gefahr. Das mache ich mal. So. 300 x 300 mm wird das ganze Konstrukt hier. Auf der Achse steht zwar hier 400 drauf, aber ja, anscheinend nur 300 x 300. Ist aber nicht schlimm. Ich will ja nichts Großes lasern. Also ich weiß überhaupt noch gar nicht, was ich lasern möchte, aber das werde ich wohl gleich mal herausfinden. So, was haben wir hier noch? Ein Stück Pappe in extra drin. Das nimmt mir gerade so ein bisschen die Illusion. Also wenn ich das begravieren kann, dann kann ich sicherlich keine anderen Sachen machen. So, was haben wir hier noch? Noch ein bisschen Babne Ingong. Davon verstehe ich nicht so viel. Ja, das scheint wichtig zu sein. Nicht. Was haben wir hier? Thank you for refreshing. Brauchen wir auch nicht. Das scheint sinnig zu sein. Eine Bedienungsanleitung. Hä? Bin ich jetzt mal gespannt hier. Also, so soll der Lachs nachher aussehen. Hier ist nochmal das Mainboard erklärt. Ach, das ist die WLAN-Antenne hier draußen. Ich denke, die kennst du, was ist das für ein Kabel? Das hier scheint WLAN zu haben. Okay. Dann ist jetzt hier der Aufbau erklärt. So, kann Feuer empfangen. Das ist mir schon klar. So, okay. Ich baue das Ding mal einmal ganz kurz auf und dann würde ich sagen, sehen wir uns, wenn das Ding fertig ist und dann kann ich euch mehr erzählen. Jetzt muss ich mich da erstmal reinfuchsen. Das sind anscheinend die Füße, Umlenkung, Schrauben. Jawohl. Bin ich mal gespannt. So, kleine Zwischennachricht. Ich habe mich einmal kurz eingelesen. Anleitung scheint auf Englisch zu sein. Ah ne, gibt es auch auf Deutsch, merke ich gerade. Vielleicht soll ich mal zum deutschen Teil gehen. Werkzeug ist nicht dabei, ist aber nicht schlimm, ich habe ja Werkzeug da. Wir werden jetzt erstmal mit den, was war das für eine Schraube? M5 20 mm das Ganze montieren. Vielleicht sollte ich auch den richtigen Inbus nehmen. Und dann sollte das auch funktionieren. Das Ganze wird hier am Ende so durchgesteckt. Warum diese Riemen hier am Ende noch überbaumeln, ich weiß es nicht. Vielleicht soll das ja so. Und dann wird es einfach hier erstmal zusammengeschraubt. Schön mit den Maßangaben nach oben. Das scheint wohl wichtig zu sein. Reflexe sind da. So, eine Seite ist montiert. Das Ganze ist noch nicht wirklich fest zusammen, habt ihr gerade gesehen. So, ich frage mich gerade. Nee, das ist wohl so gewollt. Wie rum jetzt das Profil soll. Ich mache es mal wie Anleitung, aber hier ist die Skala dann entgegengesetzt. Aber wir bauen das mal so wie in der Anleitung. Ich meine, ich brauche die Skala wahrscheinlich später ja auch gar nicht unbedingt. Die Verarbeitung scheint aber auf den ersten Blick eigentlich erstmal ganz gut zu sein. Also die Teile sind schön eluxiert, vernünftig gelasert, es ist nichts verkratzt, es ist zwar gut verpackt. Da sind jetzt natürlich hier ein paar Spritzgussteile dabei. Die Teile hier, die sind jetzt nicht 3D gedruckt, ist aber auch nicht schlimm. Kann ich auch nachvollziehen, weil in der Stückzahl, wie die Laser wahrscheinlich hergestellt werden, solche Billiglaser, macht es dann doch wohl Sinn, wenn man die im Spritzguss fertigt, die Teile. So, ziehen wir das mal richtig fest hier. So,
The mainframe is finished. Jetzt sollen wir hier noch diese Füße montieren, damit das Ganze ein bisschen höher kommt, weil jetzt liegt es natürlich noch auf den Motoren auf. Das macht so natürlich wenig Sinn. So, wir haben hier Füße mit Gummipuffern sogar. Scheint erstmal okay zu sein. Ich frage mich nur, warum der Riemen jetzt hier so lang rüberhängt. Das ist doch nicht serienmäßig. Naja, ich lasse den einfach erstmal dran, bevor ich ihn wahllos abschneide. Nachher ist das Ding doch wichtig. So, welche Schrauben nehmen wir da jetzt? Okay, die 20er nehmen wir hier außen. Gut, dass das Kunststoffteil gesenkt ist. Aber die Schraube eine Linsenkopfschraube ist. Fragwürdig, aber nehme ich mal so hin. Dann M510. Haben wir die auch dabei? Ja, sind dabei. So. Spare-Schrauben gibt es anscheinend nicht. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass wir hier nichts verlieren. Das würde ich ja niemals tun. Ihr kennt mich doch. Do you remember? September. Oh nein. Wo ist denn jetzt meine Schraube hin? Oh, jetzt liegt die da unter. Gefunden. Zum Glück ist die jetzt nicht weggekommen. So, passt das jetzt hier? Vielleicht die Schraube auch ins richtige Loch machen, Laurenz. Aber hier geht's perfekto. Ach, hier war der andere Fuß. So, Füße sind dran, steht fest. Achsen lassen sich bewegen. Jetzt geht's weiter, nächste Seite. Riemeneinführung. Wann wird denn die Achse eingebaut? Das ist die Achse, die hier hin soll. Hier ist der Schlitten. Der Riemen ist hier schon so rangetüdelt. Das ist ja ein Endlosriemen. Das ist ja ein bisschen interessant gemacht. Wo sollen denn jetzt die Kabel laufen? Gut ist, dass das Ding in der Anleitung gar keine Kabel hat, oder wie? Hä? Mein Finger. So. Riemenspanner. Okay. Jetzt sollen hier diese Spezialschrauben rein. Was sind denn das für Schrauben? Das sind ja mehr so Bolzen. Interesting. So, mal gucken, ob das auch funktioniert. Sind überhaupt Löcher drin? Hä? Ach Mann, das sind doch Eierköpfe. Die haben doch das Kabel falsch rum im Profil drin. So rum gehört das. Das muss man auch mal verstehen. Das kann das ab. Einfach wäre mir auch zu leicht. Zack, so passt das. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie den Riemenspanner hier mit reinkriegen. Okay. Na, jetzt brauche ich einen anderen Imbus dafür. No problema. Funktioniert doch. Das haben wir. M420 zweimal. Kommt sofort. Aber die Kabel gehören noch auf die andere Seite, oder? Ich glaube, die Kabel gehören auf die andere Seite. Das haben die aber jetzt erst beschrieben. Was sind denn das für Eierköpfe? Ach nee. Das ist doch nee. Nee. Das kriege ich auch so gelöst. Da habe ich keine Lust zu. So, Freunde, nachdem ich jetzt den Drucker, wollte ich schon fast sagen, den Laser hier in der Achse ca. 5-mal ein- und ausgebaut habe, kann ich den jetzt auch relativ schnell warten. Ja, ich war da nicht so ganz einig mit der Anleitung, aber ich habe es jetzt tatsächlich hinbekommen. Es war alles 10-mal verdreht. Naja, dann ist mir auch irgendwann aufgefallen, so, Laurenz, das wackelt ja auch hier, da muss ja noch Werkzeug dabei sein. Ich hatte euch gesagt, da ist kein Werkzeug dabei, aber natürlich ist da Werkzeug dabei, Freunde. Wir haben hier ein ganzes Werkzeugset. Da ist nämlich ein Maulschlüssel dabei und den brauchen wir nämlich, um hier hinten die Achse zu justieren. Da kann ich blättern und blättern. Ich raff einfach nicht, also es steht nirgendwo, wie ich das jetzt einstellen soll. Ich denke mal, ich muss einfach an der unteren Schraube hier drehen. Vielleicht muss ich auch an der inneren Schraube hier drehen, so war das, ne? Das kenne ich noch früher von meinem Anycubic. Zack. Ne, das hat es jetzt nicht gebracht. So, warte mal. Ah, doch, jetzt ist es fest. Ja, jetzt passt das. Siehst du? Aha.
Zum Glück hatte ich mal einen Mini-Cubic zum Anfang, wo das alles hier mit solchen Kunststoffrollen gemacht war. Jetzt läuft das hier. Oh, guck mal, da leuchtet schon eine LED. Gleich raucht mir die Hütte ab. Ich freue mich drauf. So, alles hier nochmal mit Kabelbindern fixiert. Die kann ich jetzt auch schnell noch abknipsen. Zack, zack, zack. Dass das auch schön nach Anleitung gemacht wird. Dann haben wir hier noch so ein kleines Frästeil. Da ist das sogar schon eingelastet. Damit können wir den Laser einstellen. Cut, Cut, Cut. Endgravierung. Laser. Das ist später, um den Winkel einzustellen. Und dann haben wir noch hier so eine kleine Laserschutzkappe, die wahrscheinlich dann hier unten ran kann. Mal gucken. Ist das eine an? Das ist ja schon wieder hier. Muss das jetzt da raus? Steht auch nicht in der Anleitung. Auf jeden Fall, wir haben hier noch so eine Laserkappe, die man wahrscheinlich durch die tauschen kann. Aber ich werde dadurch auch nicht schlau. Plus zudem haben wir hier noch einen Anschluss, den auch nicht beschrieben in der Anleitung, habe ich einfach mal angebaut. Da ist der Nipsey. Da können wir mit dem, was ist das, ein 4er Schlauch reingehen, ne? Und können dann tatsächlich hier einstellen, wie viel Druckluft wahrscheinlich rauskommt. Dann, falls das raucht, können wir es dann abpusten. Oder man schließt eine Vakuumpumpe an, die ich natürlich jetzt nicht habe. Und könnte natürlich dann die Gase absaugen. Das wäre natürlich die bessere Option. So, Freunde, ich habe das jetzt ganz mal an den Strom angeschlossen. Jetzt hier so einen Schalter und den legen wir jetzt mal einfach mal um. Gucken, was passiert. Der wird mir jetzt ja wohl sicherlich nicht gleich in den Tisch lasern, oder? Ich habe doch, beim Laser hat man da doch mal ein bisschen Angst. Gut, der hat jetzt auch nur 5,5 Watt, aber irgendwie trotzdem spektakulär. Vielleicht lege ich doch mal was unter. Problem ist, ich weiß auch nicht, was ich unterlegen soll. Also ich könnte jetzt natürlich Metall da unterlegen, aber nachher spiegelt das, Holz brennt, Papier brennt. Ich glaube, ich lasse einfach die Küchenplatte hier unter. Das Schlimmste wäre jetzt natürlich, ich brenne hier irgendwie in ein Loch rein oder so, aber ich bin ja daneben. Ich passe ja auf. So, wir brauchen jetzt gleich erstmal einen Computer, um hier irgendwie was zu machen. Obwohl hier auch ein USB-Stick und eine SD-Karte dabei sind. Ich weiß nicht, wofür die ist. 4 GB. Toll. 4 GB. Die stecken wir da mal rein. Gut, die arretiert ja nicht mal. So, jetzt hat sie arretiert. Dann haben wir noch USB. Hä? Okay, wir haben einen USB-Stick, aber keinen USB-Anschluss, soweit ich weiß. Der lüftet hier schon mal. Ja, wir brauchen einen Computer. Ich glaube, so wird das sonst hier alles nichts. Muss ich einen Laptop holen. So, Freunde, neue Kulisse. Das Wetter ist endlich mal so gut, dass man herausgehen kann, ohne direkt eine Lungenentzündung zu bekommen. Ich muss euch gestehen, ich habe hier schon gelasert, denn ich wollte keinen Scheiß erzählen. Ich wollte ehrlich erstmal mir ein Bild davon machen und nicht gleich vor laufender Kamera mein Haus anzünden. Ich kann es euch ganz ehrlich sagen, ich habe im Keller ein bisschen gelasert, hat sich aber schnell herausgestellt, dass das Ganze lebensgefährlich wird, denn es stinkt und es qualmt extrem. Deswegen bin ich jetzt nach draußen gegangen. Der Laser steht hier soweit. Da seht ihr auch schon, ich habe mir hier so ein Muster drauf gemacht, damit ich analysieren kann, wo ich denn jetzt eigentlich laser und wo nicht, Freunde. So, ich hole euch mal hier dichter dran. Zack, ich habe hier nämlich auch schon ein paar Laserübungen gemacht und habe auch schon versucht, eine 4 mm MDF-Platte zu schneiden. Was ich aber herausgestellt habe, dass das irgendwie nahezu unmöglich ist. Egal wie lange man da drauf lasert. Ich habe hier auch versucht, schwarzes Plexiglas hier zu schneiden. Hat auch nicht funktioniert. Was funktioniert hat, ist so aus einer Schokoriegelverpackung was rauszuschneiden. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Das nächstgrößere war dann hier so ein Stück Pappe. Da habe ich es auch geschafft, so ein paar Sachen rauszuschneiden. Aber es ist unfassbar schwierig, den Fokus so einzustellen, weil sobald das ein bisschen wellt, Fokus gleich weg, da brennt er nicht durch. Dann, hier seht ihr, da hat er geschnitten, hier zum Beispiel nur so ein bisschen, dann wieder gar nicht. Schriften auslasern funktioniert teils, je nachdem wie gerade halt die Pappe ist. Ich habe mir hier so ein paar Erhöhungen geholt, damit ich nicht jedes Mal voll in meine Platte hier rein brenne. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt gleich einmal ganz kurz das Programm, was ich dafür benutze. Das ist kostenlos, also bis zu einem gewissen Grad, glaube ich. Jetzt ist mein Display hier viel zu dunkel. Was ist denn das? Ich sehe gar nichts. Sehr schön. So, das heißt nämlich Lightburn. Das ist so ein Programm. Da haben wir einmal hier die Größe von der Druckfläche, die ich mir auch quasi da so eingelasert habe, das Muster, damit ich ein bisschen besser identifizieren kann, wo ich denn gleich wirklich laser. Aber ich habe es nicht geschafft, den Laser eine richtige Referenzfahrt machen zu lassen. Vielleicht kann das der Laser nicht, was ich mir nicht vorstellen kann, weil er halt auch einfach über G-Codes angesteuert wird. Aber irgendwie hat er den Befehl noch nicht angenommen. Bisher habe ich ihn einfach per Hand in die Ecke geschoben und habe halt immer von dem Ausgangspunkt hier unten gesagt, Laser da, 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 da. Man kann nämlich auch sagen, Laser von da direkt los. Gibt es unfassbar viele Funktionen. Aber ich habe mich da halt
nur ein bisschen mit beschäftigt, weil es auch komplettes Neuland für mich ist. Ganz klar. Ich habe hier auch meine Laserschutzbrille. Bahnfreunde, Abfahrt. Genau. Und ich werde jetzt den Laser einfach schon mal einschalten. Dann gehen hier sofort die Lüfter an. Habt ihr auch, glaube ich, schon eben gesehen gehabt. Genau. Der ist hier ganz in die Ecke geschoben. Ich habe mir hier mit Bleistift die Ecken markiert, damit ich den Laser mit reinnehmen kann, weil ich die Platte immer draußen liegen lasse. Und das hat bisher eigentlich auch ganz gut funktioniert. So, ich würde sagen, wir nehmen uns jetzt hier gleich mal diese schöne Pappseite und bocken die mit diesen kleinen Kunststoffstücken, die sind vom Schaltschrank, waren die über. Und ich dachte, die sind ideal, da kann ich die Pappe schön drauflegen. Und dann kann ich da nämlich schön durchbrennen. Positioniere das hier mal wieder so, dass wir da gleich mal ein bisschen lasern können. Aber es ist auch echt schwierig, die Kunststoffteile zu positionieren, dass das nicht durchhängt, aber man trotzdem gut lasern kann. Also es ist Frickelarbeit, sag ich mal. So, weil die Schrittmotoren, die können natürlich auch gerne an diesen Kunststoffhaltern hängen bleiben. Und das versuchen wir natürlich zu vermeiden. So, wenn wir dann jetzt die Pappe da schön positioniert haben und das Gefühl haben, wir können jetzt gleich loslasern, müssen wir den Fokus einstellen. Und dazu haben wir diesen kleinen gedrehten Alu. Ja, was ist das? Eine kleine Mini-Welle. Da hinten steht dann auch drauf, wie wir den Laser einstellen können. Also wir haben 4 verschiedene Ebenen. Gravieren, Cut -2, Cut -4, Cut -6. Was das jetzt bedeutet, I don't know. Ich habe das einfach immer auf Cut -4 gemacht, also die mittlere Variante. Und das ist dann die mittlere Stufe, die ihr hier sehen könnt. Also es sind so ein paar Stufen dran. Und das muss man dann mit dieser Alukante, der rot eluxierten Alukante, muss das dann bündig sein. Und dafür haben wir hier so eine Einstellschraube. So zu zeigen, dass ihr das auch versteht, was ich meine. Also ich fahre jetzt erstmal per Hand dahin, wo ich lasern möchte. Das wäre hier vorne. Dann nehme ich mir den hier und lege den hier unter. Und dann habe ich hier so eine Einstellschraube, damit kann ich den ganzen Kopf lösen und kann den anheben und auch senken. Und dann senke ich den bis zu dieser zweiten Stufe. Das ist natürlich mit so einem weichen Material relativ friggelig. Das ist jetzt schon wieder zu niedrig, weil die Pappe, die biegt natürlich unheimlich schnell durch. Das muss man dann immer so nach Gefühl machen. So, mal gucken, was das jetzt wird. Eingestellt, festgeschraubt. Ich schiebe den wieder hier in die Ecke, dass wir einen guten Startpunkt haben. Dann gehen wir wieder in das Programm Lightburn. Und hier können wir dann so verschiedene Sachen uns aussuchen. Wir können hier Schriften machen oder hier zum Beispiel einen Würfel. Da entscheide ich mich jetzt für. Ich sage ungefähr hier sollst du mir mal diesen Würfel lasern. Und dann kann ich hier oben noch den Modus auswählen. Linie füllen oder Versatzfüllung. Versatzfüllung ist, glaube ich, dass er das nicht ganz doll brennt, sondern so puffermäßig das macht. Ist aber wahrscheinlich komplett falsch, was ich rede. Habe ich auch noch nicht so richtig ausprobiert, weil ich wollte bisher nur Sachen füllen oder schneiden. Also eine Linie machen. Man kann die dann wiederum gravieren oder schneiden. Und das entscheidet sich dann wiederum hier. Geschwindigkeit in Millimeter die Sekunde und maximale Leistung in Prozent. Und da habe ich jetzt zurzeit 100%. Und dann kann man noch Anzahl der Durchläufe machen. Ich mache mal jetzt Anzahl der Durchläufe 1. Laserleistung machen wir auch trotzdem 100% und die Geschwindigkeit machen wir mal auf 65 mm die Sekunde. Und dann zeige ich euch mal, wie das jetzt aussieht. Ich stecke den Laser per USB-Kabel an meinen Mac an. Dann setze ich mir die Laserbrille auf und drücke einmal auf Start und wir schauen mal, was passiert. Gar nichts, weil der Laser nicht verbunden ist. Warum nicht? So, jetzt sollte das gehen. Wir können jetzt dann nochmal auf die Funktion Rahmen drücken, hier auf dem Bildschirm. Und dann fährt er da einmal ab, wo er gleich lasern sollte. So. Okay, der Bereich sah gut aus. Und dann können wir nämlich gleich mal direkt starten. Jetzt lasert er hier. Zack. Und wir haben jetzt hier ein leichtes Kästchen. Das ist jetzt ganz leicht. Ich werde jetzt noch einmal mit weniger Geschwindigkeit da lang fahren. Das waren jetzt 65 mm. Wir gehen jetzt mal auf 45 mm runter und fahren da nochmal lang. Jetzt wird die Linie schon breiter. Aber geschnitten haben wir da jetzt trotzdem nichts. So. Ah doch, das ist schon geschnitten. So ein bisschen. Wir stellen das jetzt mal auf 30 runter und sagen, er soll das Ganze 10 Mal wiederholen. Und dann drücken wir auf Start. Dann macht er jetzt 10 Mal dieses Kästchen. Ja, ich kann da untergucken, dann steht Rauch und der Laser kommt teils durch. Oh ja, vielleicht schaffen wir das jetzt auszuschneiden. Ja, der Laser ist an Teilen echt schon durch. Oh, ist das geil. Oh ja, der Laser ist durch. Es qualmt, seht ihr das? Es qualmt hier überall. Überall kommt Qualm. Und es stinkt. Oh, ich hole mal eben eine ABC-Maske. Ja, wir haben es fast durch. Geil. Wir haben was ausgeschnitten. Ich sag Stopp. Ey, wir haben zum ersten Mal was ausgeschnitten. Ey, das hat ja geklappt. Ach, dann muss ich das auf die oberste Stufe stellen. Wie geil. Oh,
Ich habe Pappe geschnitten und das sehr sauber, ohne groß auszubrennen. Gut, das dürfte jetzt nicht, da hat er halt gelasert, als er runtergefallen ist. Aber so, oh, geil. Oh, da kann ich mit Verpackung auslasern. Geil. Sehr nice. Jetzt was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt, Freunde? In dem Bereich soll er jetzt wieder lasern und ich drücke auf Start. Mal gucken, ob ich das gut abgeschätzt habe. Ah, ist nicht ganz mittig. Aber wir probieren jetzt nochmal was Größeres zu schneiden. Das stinkt so doll, Alter. Kurz abwarten, das macht er jetzt auch wieder 10-mal und wir sehen, habt ihr es gesehen? Ne, da ist die Strebe davor, ist vielleicht auch besser für die Kamera. Aber wir konnten kurz sehen, dass da der Laser, ja, das Licht geht da schon durch. Der Laser ist schon so gut wie durch die Pappe. Ich halte euch mal die Laserbrille davor, dass ihr mal sehen könnt, was ich sehe. So sieht man das durch die Brille. Damit sieht man auch keinen Rauch und keinen Laser. Ich habe meine Augen jetzt natürlich zu, aber da habt ihr es gesehen, der Laser ist schon durch. So, ich setze mir mal schnell wieder die Brille auf, ich will auch was sehen. Ah, guck, wir haben das schon geschnitten. Ey, das hat die ganzen Tage vorher nicht geklappt. Vielleicht, weil die Pappe jetzt draußen lag und feuchter war? Warum hat das denn jetzt so gut funktioniert? Ey, das ist ja voll cool. So, jetzt schneiden wir den Kreis da bitte noch ganz ab. Ja, da hat er jetzt noch ein bisschen Probleme. Hat er es geschafft? Ja, auch das hat er geschafft. Wir haben die Kontur jetzt schön ausgeschnitten. Klar, jetzt nicht mittig, aber wir haben Pappe geschnitten und zwar super scharf. Mega. Ja, guck mal hier. Gruß an den Händen, wenn man hier lang geht. Also man sollte sich danach die Hände waschen, wenn man das anfasst. Und ich würde sagen, wir probieren jetzt mal irgendwie Buchstaben auszulasern. Dafür gehen wir hier in mein Programm. Ihr seht, ich habe hier noch den Kreis. Jetzt nehme ich mir mal das Buchstabentool und mache mal daneben, schreibe ich jetzt mal, P macht vielleicht keinen Sinn. Wir machen mal ein großes L. So, und das können wir jetzt auch noch mal größer ziehen. Ich mache das mal genauso groß wie den Kreis jetzt. So, den Kreis, den lösche ich jetzt weg, sonst würde er da wieder lasern. Das wollen wir natürlich nicht. Und jetzt drücke ich wieder auf Start und laser das einmal kurz aus. Und er legt los, schnell die Brille aufsetzen. Und ich zeige es euch gleich, wenn es fertig ist. Ist nicht wahr, Freunde. Es hat geklappt. Der hat mir einfach so... Hey, ich habe das letzte Woche schon mal probiert. Da war ich nicht so begeistert davon. Guck mal an, wie sau er das ausgelasert hat. Ey, so cool. Alter, was man damit dann für coole Dinge machen kann. Einfach ausgelasert. Ey, ist so cool. Auch stabil, nicht angekokelt, gar nichts. Wenn man die jetzt richtig schön anmalt, irgendwo aufklebt, da kann man richtig schöne Kunst mitmachen. Aber ich habe vielleicht gedacht, dass ich das Ding benutze, wenn ich mal irgendwie so einen kleinen Karton brauche oder eine Halterung oder so. Wenn man irgendwas verschicken will, irgendein Bauteil. Das ist schon cool. So, ich würde sagen, Freunde, jetzt zeige ich euch nochmal die Funktion zu gravieren, weil das MDF 4 mm, das kriege ich nicht geschnitten. Da habe ich so lange drauf gebrannt. Ich habe Angst, dass mir dann die ganze Bude hier abbrennt und das qualmt auch so doll. Deswegen, ich werde jetzt noch einmal die Gravierfunktion in der füllenden Variante euch zeigen. Dann versuche ich mal irgendwie was richtig Geiles zu machen. Ich schaue mal kurz, was ich hinkriege. So, ich habe jetzt tatsächlich mal mein Logo hier ganz grob reingezogen. Ich hoffe, ihr könnt das sehen als SVG-Datei. Und jetzt sage ich ihm einmal, dass er das erstmal nur mit einer Linie nur einmal machen soll, dass ich ungefähr weiß, wo er das hinlasert. Und das drücke ich einmal auf Start. So, dass ihr das auch sehen könnt. Jetzt lasern wir das hier auf mein 1 Euro MDF-Brett. Wenn ihr es gesehen habt, das Preisschild 1 Euro. Ha, aus dem Restposten so. Wo müssen wir hier drücken? Da. Es geht los. Oh, das ist vielleicht schon ganz schön doll, aber ist gut. Ah, das ist geil im MDF. Schön dick, ist so cool. Boah, das stinkt so dermaßen. Und das qualmt, Alter. Geil, wie er da die Konturen zieht. Ich weiß nicht, ob das so gut ist für meinen Sensor von der Kamera. Ah. Boah, seht ihr, wie das qualmt, Freunde? Wenn man das drin macht, das ist lebensgefährlich. Boah, schicki. Ah, ich bin ja auch doof. Ich habe den Fokus gar nicht eingestellt. Deswegen sieht das auch so fett aus. Aber ist egal, wir machen das jetzt mal. Ich nehme das jetzt hier weg. Aber es ist richtig schön geworden. Eine richtig dicke, schöne Linie. Boah, das ist richtig cool. Wow. Ey, geil. Voll cool. Ey, schickes Ding. Das habe ich natürlich schön in die Mitte gelasert. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich da noch außen rum was hinkriege. So, ich muss jetzt erstmal einmal den Fokus einstellen. Super, Freunde. Vor lauter Aufregung halte ich die Kamera gar nicht an. Also, ich habe jetzt erstmal den Schriftzug so in klein da vorne hingelasert. Und jetzt habe ich gesagt, er soll füllen. Das heißt, er fährt immer von rechts nach links über den Schriftzug, immer rechts, links, zack, zack, zack. Und da, wo der Schriftzug halt ist, lasert er halt kurz. Und das macht er jetzt halt, ich glaube, 7 Minuten lang. Da hat er den gesamten Schriftzug komplett ausgefüllt. Und dann sollte der schön schwarz sein. Und dann kann man das Ganze nämlich ein bisschen auswaschen. Und wenn man das auswascht, dann wäscht du den ganzen Ruß und sowas raus. Und dann kann man richtig tief ins Material was reinbrennen. Das sieht so cool aus, weil dann hast du wirklich das nicht nur graviert, sondern wirklich richtig eingearbeitet ins Material. So, das dauert jetzt noch. 1 Minute 37 Sekunden später. So, Freunde, er ist fertig. Ich habe jetzt noch mal eine kleine Toastscheibe mitgebracht. Die will ich jetzt mal toasten oder vielleicht was eingravieren. Das wäre schon lustig. So, aber erstmal hole ich jetzt mal das Brettchen ran und zeige euch mal
das was geworden ist. Da sieht man das. Ey, geil. Das 1-Euro-Brett ist auch noch verarbeitet. Oh, das ist richtig abriebsfest. Also ich hätte da wahrscheinlich noch viel, viel dörrer fahren können. Und ist jetzt auch nicht wirklich tief. Ich zeige euch mal nachher, was ich die letzten Tage schon einmal gelasert habe. Da habe ich in dem Schachbrett was reingelasert. Das zeige ich euch mal. Das ist ein bisschen tief geworden. So, ich würde sagen, ich schnack nicht lang. Wir probieren jetzt noch einmal das Toast aus. Und dann sehen wir uns unten in der Werkstatt wieder und ich erzähle euch noch mal ein bisschen was. So, also Toast positionieren wir hier jetzt. Da müssen wir natürlich auch wieder den Fokus einstellen. Das ist jetzt nicht ganz so einfach zu treffen. Ich mache das mal so Pi mal Auge mit dem Fokus, weil das Toast natürlich jetzt nicht wirklich gerade ist. So, jetzt bin ich selber gespannt. 2000 Jahre später. So, Freunde, mein Toast ist fertig. Es riecht unfassbar doll. Ich habe den Kasten jetzt nicht ganz so groß gemacht. Ja. Es ist schön knusprig, warte mal. Hat jetzt halt nur 10 Minuten gedauert und die ganze Seite ist nicht mehr voll. Man müsste noch die zweite Seite machen. Vielleicht sollte man einen etwas stärkeren Laser nehmen. Aber es ist auf jeden Fall möglich zu toasten. So, Freunde, ich würde sagen, ich nehme jetzt ganz einen Kladderadatsch, schaue mir das unten nochmal richtig genau an und zeige euch dann, was ich jetzt noch alles gelasert habe. Und vor allen Dingen erzähle ich euch mal mein Fazit über diesen Laser, ob ich euch den empfehlen würde oder nicht. Also ab ins Sprintiverse. Dum, 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 dum. So, Freunde, hier ist wieder euer Laser-Vollprofi. Nicht. Also, Freunde, ich bin jetzt wieder zurück in der Werkstatt und ich habe jetzt hier mal ein bisschen was vorbereitet, denn ich habe die Tage auch noch ein bisschen was anderes gelasert gehabt. Es hat nicht lange gedauert, dann habe ich mich natürlich an einem Stück Edelstahl probiert. Oder das ist gar kein Edelstahl, es ist einfach ein Stück Alu. Aber es ist geschliffen und das hat nicht so gut funktioniert. Deswegen habe ich hier was schwarz angemalt, weil ich dachte, schwarz absorbiert ja das Licht besser. Man kann da was drauf erahnen. Aber naja, ich kann das ja mal kurz abwischen. Und das hält auch wirklich nicht so gut drauf. Aber man kriegt damit nichts großartig Tolles hin. Wenn ich hier ein bisschen drauf rumreibe, den Edding mal da drauf abmache, naja, was soll man da sehen? Nothing. Ich sehe da ein bisschen Schrift, aber das ist nichts, was man wirklich machen kann. Da bin ich extrem langsam mit 100% mit dem richtigen Fokus drüber gefahren. Hat mich jetzt nicht so beeindruckt. Ist aber auch nur ein 5,5 Watt Laser. Was soll man da erwarten? So, wir haben getoastet. Ist möglich. Ob man das jetzt essen soll, keine Ahnung. Sehe da aber eigentlich keine Bedenken. Also man könnte für seinen Burger da vielleicht mal sein Logo oben drauf lasern. Aber ich werde es jetzt nicht essen. Und es riecht auch echt verkohlt. Also das kommt definitiv in die Tonne. Dann kann man natürlich Pappe ausschneiden, was ich sehr cool fand. Das hat sehr gut funktioniert. Ihr seht, genau, so. Ich habe das jetzt mal wieder reingedrückt. Es ist einfach wunderbar ausgeschnitten. So sieht die Rückseite aus. Nichts ausgebrannt. Das funktioniert tatsächlich ganz gut. Das werde ich in Zukunft, glaube ich, mal für irgendwelche Verpackungen anwenden. Ich muss mich damit noch mal ein bisschen mit beschäftigen. Deswegen, wenn ihr Tipps habt, schreibt das unbedingt unten rein. Ich bin halt absoluter Neu in der Szene des Laserns. So, Buchstaben auslasern, auch funktioniert. Andere spezielle Konturen, gar kein Thema. Pappe funktioniert sehr gut. Dann habe ich mich natürlich hier sehr viel ausprobiert. Ich habe versucht, hier zu schneiden, dick zu lasern. Das ist hier zum Beispiel ausgefüllt, mit dem Schrift dann nicht gelasert. Hier habe ich versucht, richtig dick reinzubrennen. Einiges ausprobiert, ein paar Namen, dies, das. Hier mal richtig lange drauf gehalten. Das hat dann, glaube ich, schon 10 Minuten gedauert. Aber das brennt dann einfach nur aus. Es ist nichts Tolles. Hier oben ein bisschen graviert, war nichts. So, aber als ich dann das alles gelasert hatte, dachte ich mir so, ey Laurens, du hast genau alles ausprobiert, was du ausprobieren würdest. Du hast jetzt den kompletten Durchblick. Du bist jetzt Laserprofi. Also schön hochgestellt mit der Laserleistung und schön langsam fahren. Gebe ich euch als Tipp mit, ist das Beste schön Laserleistung auf 100% und im gleichen Sinn auch schön langsam. Dann kann man das super kalkulieren und kontrollieren. Nicht, Freunde, macht das definitiv nicht. Immer nur einen Wert verstellen, denn sonst sieht das so aus wie bei mir. Mein geliebtes Schachbrett. Ich wollte das Schach einlasern. Und ich weiß nicht, ob es auf der Kamera rüberkommt, aber es ist unfassbar tief. Ich kann das jetzt mal messen. Es war voll mit Rouge. Ich habe das ausgewaschen. Mal gucken, wie tief wir da gelasert haben. Wir haben tatsächlich 0,7 mm ins Holz reingelasert. So, ist natürlich dann auch so ein bisschen ausgebrannt hier. Müsste man jetzt überschleifen. Das ist natürlich auch lackiert gewesen, deswegen hat es vielleicht ein bisschen mehr gerutscht.
Wenn man es jetzt überschleifen würde, würde es wahrscheinlich toppi aussehen. Ansonsten habe ich hier unten meinen Namen eingelasert. Und natürlich habe ich es hier natürlich erstmal verkackt. Weil der Laser da irgendwie hängen geblieben ist und deswegen habe ich jetzt meinen Namen hier auch noch in der Kante halb drin stehen. Naja, gut. Also habe ich weiter probiert. Ich habe dann halt noch dünne Pappe geschnitten. Alles möglich. Und was ihr jetzt ja eben im Video gesehen habt, ich habe euch gezeigt, es lassen sich ganz einfach Logos eingravieren und vor allen Dingen auch füllen. Und das Ganze ist abriebsfest. Es ist super geil. Also auf Holz oder so funktioniert es mega geil. Was ich gestern ausprobiert habe, war auf Kunststoff, auf die Tastatur, habe ich natürlich auch mein Logo gelasert. Ich hoffe, das kommt gut rüber. Zack. Das hat auch echt gut funktioniert. Das ist jetzt halt echt rau. Also man spürt, dass es drin ist. Und auch da habe ich gedacht, komm, machst du erstmal einen Testlaser. Machst du mal so ein bisschen. Natürlich hat er mir dann volle Granate hier unten über Kopf meinen Namen reingebrezelt. Selbst in die Taste reingedonnert, ey. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Aber schönes Andenken, ein Unikat mit doppeltem Logo. Ja, aber es ist möglich. Kunststoff, Holz, Aluminium, vielleicht, wenn man es lackiert, behandelt. Es gibt ja auch diese Methode mit Senf und sowas. Muss ich mich noch mal ein bisschen schlau machen. Vielleicht habt ihr Tipps, schreibt es unten in die Kommentare. Ansonsten, ja, für den Preis kann man nicht meckern. Ich kann euch auch gerne mal unten einen Link in die Videobeschreibung machen, wenn ihr daran Interesse habt. Schaut da gerne mal rein. 5,5 Watt. Wir haben hier, ich glaube, 30 x 30 können wir hier lasern. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich bin zufrieden, für das mega. Eine Absaugpumpe für die Gase wäre ganz cool. Ansonsten draußen lasern. Vielleicht nochmal eine bessere Laserbrille holen oder eine Umhausung dafür. Aber ansonsten, Freunde, hat mir der Laser echt gut gefallen. Ich werde mir wahrscheinlich sowieso irgendwann noch mal einen richtig krassen Laser für, weiß ich nicht, etwas über 1000 Euro holen, der dann auch nicht verfährt, sondern halt einfach von sich aus mit einem Spiegel innen drin steuern kann und den Fokus selbst einstellt. Das ist natürlich für Serienproduktion dann deutlich, deutlich besser, weil ich finde das schon echt cool, wenn man auf Kunststoffartikel sein Logo lasern kann. Finde ich nice. Werde ich in Zukunft bestimmt auch mal machen. Ansonsten, genau. Vielen Dank fürs Einschalten und ich sage wie immer, wir sehen uns bis gleich, Freunde.